wir haben uns sehr frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie wir Studierende, die Gefahr laufen, jetzt ein drittes Semester in Folge eben nicht auf den Campus kommen zu können und damit keine Praxisveranstaltungen, die in ihren Studiengängen vielleicht nötig sind, eben nicht durchführen können und deshalb vielleicht ihr Studium massiv verlängern müssen oder gar darüber nachdenken, abzubrechen, wie wir denen helfen können. Und deshalb haben wir uns an die No-Covid-Initiative angelehnt und wollen die eben konsequent umsetzen. Wichtig sind dafür zwei Voraussetzungen, dass wir ein gutes Testkonzept haben. Das fahren wir jetzt seit einigen Wochen mit PCR-Tests. Wir wussten natürlich nicht, ob der Campus auch wirklich grün ist, ob wir hier eine niedrige Inzidenzrate haben. Aber alle PCR-Tests haben jetzt gezeigt, dass sie bisher alle negativ waren. Das heißt, diese Voraussetzung ist erfüllt. Und um dann trotzdem das Konzept aufrechterhalten zu können, müssen wir natürlich alle aufeinander Rücksicht nehmen und darauf achten, dass wir alle unversehrt bleiben. Und das bedeutet eben Abstand halten, Maske tragen, neben den ganzen Tests. Das No-Covid-Konzept hat zwei Pfeiler und der erste Pfeiler ist, dass man den Mut hat zu beginnen. Einfach anfangen sozusagen muss das Motto sein, weil nichts schlimmer ist als abzuwarten, die Perfektion abzuwarten, die ist der größte Feind der Pandemiebekämpfung. Das muss man dann natürlich mit Leben füllen, das heißt man muss auch da aktiv etwas tun und das kann man auch. Und das sind Teststrategien, das sind Rückverfolgungssysteme und das ist ein Hygienekonzept und das bauen wir hier gerade alles drei auf an der TU Dortmund. Ja, wir haben Mitte März mit PCR-Tests begonnen. Das sind Tests, die überhaupt nicht wehtun oder schmerzhaft sind. Im Wesentlichen hat man ein Stäbchen, auf dem man lutscht und sich auch das Stäbchen dann nochmal in die Nase steckt. Und dann wird das analysiert vom Klinikum. Erfreulicherweise waren ja alle diese Tests bisher negativ. Wir haben jetzt auch begonnen mit Antigen-Selbsttests, die man also auch zu Hause durchführen kann. Wir führen die beiden Arten von Tests noch parallel durch. Und wenn wir wirklich Vertrauen in die Antigen-Tests gewonnen haben, dann werden wir immer mehr auf die überwechseln. In der Tat wollen wir für Studierende das Testen verpflichtend machen, damit sie hier auf den Campus kommen können, weil wir meinen, dass die körperliche Unversehrtheit über allem steht. Es kann nicht sein, dass jemand, der negativ getestet ist, dann mit jemandem zusammengebracht ist, der nicht getestet ist und unter Umständen dann eben doch positiv ist, Corona-positiv und dann die Person eben, die sich geschützt fühlt, gefährdet. Ja, der oder diejenigen müssen natürlich dann leider in Isolation oder in Quarantäne gehen, aber da beginnen dann auch schon die Hausaufgaben von uns, also von der Uniseite her. Wir wollen uns um diejenigen kümmern, zu einem Fahrdienst, der zum Beispiel Proben abholt und wieder hinbringt, einen Einkaufsservice, den wir organisiert haben. Es wird eine 24-Stunden-Plattform geben, in der die sich austauschen können, wo auch mal der Rektor zur Mittagspause kommt oder mal ich, jemand mal dabei ist, sodass wir sie ein bisschen online abholen können. Und es wird natürlich auch eine psychologische Sprechstunde geben, die zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Ja, mein Wunsch ist, dass wir das Programm, was wir uns vorgenommen haben, eben Studierende, die unbedingt auf Praxisveranstaltungen jetzt angewiesen sind, die auf den Campus zu holen, dass wir das durchhalten können und dass wir möglichst wenige, idealerweise überhaupt keine Infektionen dabei haben und dass wir vielleicht auch perspektivisch Studierende, die ihre Universität noch niemals vor Ort erlebt haben, die im Laufe des Sommersemesters auch mal auf den Campus holen können. Ja, und ich wünsche mir, dass alle wissen, dass es auch um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, um die Mensen, um die Werkstätten, dass wir alle mitnehmen wollen. Und vielleicht, wenn ich noch was äußern darf, würde ich mir wünschen, dass dieses Dortmunder Modell, das viel Mut gezeigt hat, hier viele Nachahmer findet, andere Universitäten und vielleicht sogar die ein oder andere Stadt.